Ja, hallo, hier ist nochmal Klaus von der älteren Generation und wir haben jetzt 10 vor 2 am 29.10.2019. Ich habe Fensterbeleuchtung, die Sonne scheint ins Fenster und von daher sitze ich jetzt hier von meiner Fotowand ganz entspannt. Ja, ich möchte wieder über mein Lieblingsthema reden in letzter Zeit, über die 21st Centuries. Wenn ich das hier nochmal hinkriege. So, ja. Ich habe mich jetzt ausgerüstet hier mit meinem Tablet. Und auf meinem Tablet, wenn ich das denn hier finde, da habe ich auch eine Mindmap drauf. Da ist sie. Die muss jetzt hier irgendwo drauf sein. Bei den Alben, ja. Und da haben wir sie. Und da ging es ja bisher um die 21st Century Skills. Darüber habe ich ja schon mal erzählt. Über die kognitiven Prozesse und Strategien. Und also im ersten Cluster. Im ersten Cluster geht es also um kognitive Prozesse und Strategien und da werden drei Skills trainiert. 3 Skills, 3 Fertigkeiten und das sind also Critical Thinking, Problem Solving und Adaptive Learning. Dann im zweiten Bereich Knowledge, im zweiten Cluster Knowledge, also geht es um Information Literacy, um Active Listening und um Communication. Und im dritten Kreativität und Innovation, der dritte Cluster, da geht es also um Skills, die das kognitive Komplex Problem Solving Skills haben, um das Kreativität und Innovation auf den Bahn zu bringen. Dann im zweiten Bereich, im zweiten Cluster, in B, haben wir also die intellektuelle Openness und da werden die Skills benötigt, Flexibility, Adaptability und Curiosity, also die Neugier, die Anpassungsfähigkeit und die Flexibility. Adaptability ist also die Anpassungsfähigkeit. Dann haben wir im Bereich Work-Ethik oder Arbeitsauffassung, brauchen wir Leute, die Initiative, also die Initiative haben, Self-Direction, eine Selbststeuerung, der Responsibility, Verantwortungsgefühl und Professionalismus, dass sie also einen Beruf erarbeiten und in diesem Beruf bleiben. Ja, das war also der zweite Klasse und der dritte Klasse ist Positive Core Self-Evaluation, besteht also aus einem Self-Monitoring, aus einem Self-Evaluation und einem Self-Reinforcement. Also das ständige Arbeiten an sich selber, das Selbstbeurteilen, das selber messen. Also man könnte auch sagen, das Self-Optimation vielleicht. Ja, dann der nächste Klasse wäre Teamwork und Collaboration. Da kommt es dann an auf die Fähigkeit Communication, Coordination, Conflict Resolution und Perspective Talking. Und der zweite Klasse in diesem Bereich wäre also Leadership and Social Influence. Da geht es um die Responsibility und um Self-Presentation, dass man sich selber verkauft und präsentiert. Und ja, das sind also die 21st Century Skills nochmal so im Überblick. Also wieder, was ist da wichtig? Dann mal die ersten 3 sind natürlich immer wichtig. Knowledge ist wichtig. Ja, Innovation und Kreativität vielleicht nicht so. Da wird auch wenig zugesagt. Außer dass man da bestimmte komplexe Problem-Solving-Skills für benötigt.
Ja, also das Wichtigste sind also aus meiner Sicht die kognitiven Strategien und Prozesse, und die setzen halt die Fähigkeiten voraus zum Critical Thinking, zum Problem Solving und zum Adaptive Learning. Und im zweiten Bereich geht es dann um Knowledge, da geht es halt um Information Literacy, um Active Listening und um Communication. Um Communication. Und im dritten Cluster, also der erste Bereich des Kognitiv Complexing, der erste Bereich hat also 3 Cluster, die ich genannt habe, aktiv 3 Cluster, Cognitive Process and Strategies, zweite Cluster Knowledge, dritter Cluster Innovation and Creativity. Und in diesen 3 Clustern haben wir dann 3, 6, 7 Skills, die wir da erwerben müssen. In den anderen Bereichen, in dem zweiten Bereich, geht es also um Openness, also auch intellektuelle Openness. Und das intellektuelle Openness setzt quasi 3 Fähigkeiten voraus, nämlich Flexibility, Curiosity, Adaptability, und was haben wir noch? Was? Responsibility. Nein, 3 Stück. Intellektuelles Openness braucht 3 Stück. Flexibility, Adaptability und Curiosity. Und die ist bei der Wirkethik. Jetzt habe ich das Mikrofon wieder den Boden verlassen hier. Das hat sich selbstständig gemacht. Hier, jetzt haben wir es wieder dran hängen, hat sich selbstständig gemacht. Also, und bei der Wirkethik, beim Cluster, geht es also um Initiative, Self-Direction, Responsibility und Professionalism. Also da geht es um 4. Das heißt, das sind schon 7. Und dann kommen nochmal 3 Fähigkeiten bei dem Positive Core Self-Evaluation, so nennt sich der Cluster. Der Cluster, also Positive Core Self-Evaluation, setzt also Self-Monitoring, Self-Evaluation und Self-Reinforcement voraus oder soll die entwickeln. Das sind also 10 Fähigkeiten im zweiten Bereich und 7 Fähigkeiten im ersten Bereich. Also, wenn man das so gewichtet, dann kann man sagen, dass das Kognitive gar nicht so entscheidend ist, sondern dass der zweite Bereich mit der Openness und mit dem Arbeitsverhalten vielleicht ja, der stärkste ist. Der zweite Bereich setzt also 10 Fähigkeiten voraus und das heißt 3 Fähigkeiten bei Openness, 4 Fähigkeiten bei Arbeitsverhalten und was haben wir noch? 3 Fähigkeiten bei Positive Core Self-Evaluation. Ja, ich meine, dass man jetzt selber versucht, sich besser zu machen, besser zu werden, dass man versucht, lebenslang zu lernen und so. Ja, wenn man die Zeit dafür hat, die Ruhe und die Gesundheit und so, alles schön und gut, aber inmitten von Hetze und Berufsstress und Sorgen über Sorgen ist das schwer zu realisieren für Erwachsene. Und für Kinder, tja, einerseits haben wir Computer, andererseits steigen die Anforderungen immer mehr
Und es ist nicht zu sehen, dass das jetzt irgendwie das Leben leichter wird, sondern im Gegenteil, das wird immer schwerer. Dazu kommt dann noch die Jobkrise, dass also die Leute keine Arbeit bekommen und dann von einem Job zum nächsten, also Jobhoppen. Ja. Und das wird ja nicht so einfach weggesteckt. Wenn es genug Jobs gibt, ist kein Problem, aber wenn man sich auf keine Verträge mehr verlassen kann, wenn man sich auf Aussagen und Zusagen nicht verlassen kann und dann ist die Abwärtsspirale zur Exklusion breit geöffnet. Ja, jetzt haben wir also 14 Uhr. Ja, das war also, das wollte ich nochmal eingeschoben haben hier zu den 21st Century Skills. Ja. Das, was ich vergessen hatte vorher, das war also Communication bei Knowledge. Also 3 Fähigkeiten bei Knowledge, 3 Fähigkeiten bei Strategies and Processes und eine Fähigkeit bei Innovation and Creativity. Dann haben wir 3 Skills bei Openness, 4 Skills bei Work Ethic und 3 Eigenschaften, 3 Skills bei Positive Core Self-Evaluation. Und da bei diesem letzten, beim Positive Core Self-Evaluation, werden also das Self, was wird da verlangt? Die Fähigkeit Self-Monitoring, also das könnte man sagen, das Selbstmessen, das Selbstbeobachten, das Festhalten deiner Daten, die Selbstkontrolle vielleicht auch. Wie gut bin ich, wie mache ich das? Also die Self-Monitoring, dann die Self-Evaluation, dass man das also in so einen Rahmen bringt und gewichtet. Und dann die Self-Reinforcement, das heißt eine Verbesserung, eine Selbstverbesserung. Vielleicht auch auf der Basis von dem, was man da gefunden hat. Ja, eigentlich glaube ich, dass ich in diesen Bereichen ganz gut bin. Zum Beispiel meine Videoarbeit liste ich also meine Anzahl der Videos auf. Ich habe gesagt, das ist wichtig, so eine Art Arbeitsnachweis, aber das ist auch in der Form von Self-Kontrolle, von Self-Monitoring und vielleicht auch von die Basis für Self-Evaluation und für Reinforcement. Auch eine Basis. Man muss ja von